Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich im Februar 2022 vor dem Brandenburger Tor stand mit einer ukrainischen Flagge um die Schultern und in einer Art Schockstarre war. Neben mir stand eine Ukrainerin und sie sagte einen Satz zu mir, den ich bis heute nicht vergessen kann. Sie sagte, das alles ist nur der Anfang. Ein paar Monate werden alle geschockt sein, Solidarität zeigen, Fahnen tragen, betroffen sein und dann werden sie sich daran gewöhnen. Und wir Ukrainer werden immer noch im Krieg sein. Damals war schon der Gedanke an ein paar Monate Krieg für mich völlig surreal. Ich hätte nicht geglaubt, dass Europa zulässt, dass ein solcher Krieg auf unserem Kontinent normal wird. Und heute ist es 4 Jahre her. Ich hatte wenige Tage vor dem 24. Februar 2022 selbst ein Video gemacht und davor gewarnt, dass der Westen und Europa die Gefahr, die von Putin ausgeht, nicht ernst genug nimmt. Dass viele so tun, als ginge es um ein regionales Problem, um eine Spannung, um ein kalkulierbares Risiko. Dabei hatten so viele Menschen gewarnt. Oppositionelle, Aktivisten, Journalisten, Menschen aus Russland, aus der Ukraine, aus Osteuropa. Sie haben gewarnt vor Putins Gewalt, vor seiner Ideologie, vor seiner imperialen Logik. Aber man hat es nicht wirklich geglaubt. Oder schlimmer noch, man wollte es nicht glauben, weil die Konsequenzen unbequem gewesen wären. Und genau darin lag das fatale Signal. Putin saß in den Jahren zuvor als Gleichrangiger am Tisch mit dem Präsidenten der USA und anderen politischen Vertretern, auch aus Europa. Er sah Anerkennung ohne Abschreckung. Er sah Gespräche ohne vorbeugende Sanktionen. Er sah keine klare rote Linie, keinen politischen Preis, der vor dem Verbrechen gezahlt werden musste, um es zu verhindern. Er sah einen Westen, der immer erst dann Entschlossenheit zeigt, wenn es bereits brennt. Und ein Regime wie seines liest so etwas nicht als Deeskalation, es liest es als Gelegenheit. Und genau so wurde westliches Zögern Teil seiner Kalkulation. Und jetzt scheint das eingetreten zu sein, wovor diese Ukrainerin mich damals gewarnt hat. Wir haben uns tatsächlich an diesen Krieg gewöhnt. Die Nachrichten über die Ukraine sind für viele zu einem Hintergrundrauschen geworden. Man hört etwas von Raketen, Drohnen, Angriffen, von Toten, nickt kurz und dann geht es weiter. Die zerstörten ukrainischen Städte, die getöteten Zivilisten, der permanente Terror gegen ein ganzes Land, all das ist in unser europäisches Bewusstsein eingesickert, wie etwas, das eben gerade so ist. Als wäre es das Wetter, das wir nicht kontrollieren können, als wäre das unsere neue Normalität in Europa. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Nicht nur der Krieg selbst ist ein Verbrechen, auch unsere Gewöhnung daran ist ein moralischer Absturz. Wir haben uns an etwas gewöhnt, an das wir uns niemals hätten gewöhnen dürfen. Butscha, Mariupol, die Massaker, die Leichen auf den Straßen, Wohnhäuser in Schutt und Asche, weinende Kinder, Mütter in überfüllten Zügen und nicht nur das. Aus dem Fokus geraten sind auch andere Verbrechen mit einer eigenen Dimension des Grauens. Entführte ukrainische Kinder, Umerziehung, Indoktrination, der Versuch, Identität auszulöschen und Zukunft zu stehlen. Eine Gewalt, die nicht nur Körper zerstören will, sondern Erinnerung, Sprache, Herkunft und Zugehörigkeit. All diese Bilder waren einmal ein Schock. Heute sind sie für viele nur noch ein Kapitel im Nachrichtenarchiv. Das ist eine Katastrophe im Kopf. Denn wenn der Schrecken zur Gewohnheit wird, verliert das Böse einen Teil seiner Wirkung auf unser Gewissen. Und genau davon lebt es. Und das Erschreckende ist, selbst an die Bilder von heute, an das, was gerade erst passiert ist, gewöhnen wir uns viel zu schnell. Dieser Winter war einer der kältesten und härtesten Winter in der Ukraine seit Jahren. Und gerade deshalb hat Russland weiter systematisch zivile Infrastruktur angegriffen. Kraftwerke, Heizwerke, Umspannwerke, Energieversorgung, all das, was Menschen brauchen, um überhaupt zu überleben. Wenn ein Staat gezielt die Energieversorgung im Winter angreift, dann greift er nicht nur Gebäude an, dann greift er Körper an. Dann wird Kälte zur Waffe. Dann sitzen Menschen in ihren eigenen Häusern und erfrieren. Dann wird das Zuhause, das Schutz sein sollte, selbst zum Ort der Gefahr. Es geht Russland dabei nicht nur darum, Infrastruktur zu beschädigen. Es geht darum, die Lebensgrundlage eines ganzen Landes zu zerstören und die Resilienz der Menschen zu brechen. Ihnen zu zeigen, wir können euch alles nehmen. Licht, Wärme, Strom, Wasser, Sicherheit, Schlaf und eure Zukunft. Wie viel müssen Menschen ertragen, um 4 Jahre unter solchen Bedingungen weiterzuleben? Wie stark muss man sein, um jeden Tag wieder aufzustehen, Kinder zu versorgen, zu arbeiten, zu reparieren, zu hoffen, obwohl nachts jederzeit Sirenen losgehen können? Diese Stärke der Ukrainer ist keine abstrakte Resilienz. Es ist eine tägliche, körperliche, seelische, existenzielle Leistung. Und wir in Europa sprechen darüber oft viel zu kühl, viel zu technisch und viel zu distanziert. Während die Ukrainer seit 4 Jahren mit dieser Brutalität leben müssen, ist Europa vor allem eines gewesen: langsam, zu langsam.
Ja, Europa hat geholfen. Ja, es gibt Unterstützung. Ja, dafür muss man dankbar sein. Und die Ukraine ist auch dankbar. Aber genau das hat Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehr klar gesagt. Hilfe kam oft zu spät, zu langsam, zu zögerlich, in zu kleinen Schritten. Immer erst nach langen Debatten und Ängsten. In einem Krieg ist Zeit nicht neutral. Zeit entscheidet und Zeit wird zur Waffe. Selenskyj hat das in seiner Rede auf den Punkt gebracht. Im Krieg besitzt der Krieg selbst die Zeit. Er benutzt sie gegen die Menschen. Wir tun oft so, als würden wir mit Vorsicht verantwortungsvoll handeln, als wäre langsames Handeln klüger. Aber was bedeutet dieses Zögern in der Realität? Es bedeutet, dass Ukrainer mit Blut für unser Zögern bezahlen. Es bedeutet Nächte ohne ausreichende Luftabwehr. Es bedeutet Städte, die getroffen werden, obwohl zusätzliche Systeme Menschenleben hätten retten können. Es bedeutet, dass der Aggressor Zeit gewinnt, sich anzupassen, nachzurüsten, neue Taktiken und neue Drohnen zu entwickeln. Die Ukraine musste sich über Jahre nicht nur militärisch verteidigen, sondern jeden einzelnen Schritt der Unterstützung politisch erkämpfen. Erklären, überzeugen, drängen und warten. Monate für dieses System, Monate für jene Waffen, Jahre für anderes. Und aus Sicht der Angegriffenen ist das oft nichts anderes als grausamer Zeitverlust. Und das muss Europa endlich begreifen. Zögern verlängert den Krieg. Zögern kostet Leben. Vielleicht schaffen wir es auch deshalb immer wieder, diesen Krieg innerlich von uns fernzuhalten, weil wir tatsächlich den Luxus haben, den Fernseher auszuschalten, den Laptop zuzuklappen, das Handy wegzulegen. Und in dem Moment verschwindet der Krieg aus unserem unmittelbaren Bewusstsein. Das Leben fühlt sich wieder normal an. Das ist unser Privileg. Und das ist auch die größte Gefahr. Dieser Krieg findet nicht irgendwo weit weg statt. Er findet auf unserem Kontinent statt, in direkter Nachbarschaft. Und er betrifft uns alle. Die Ukraine hält die Front auch für Europa, für unser Heute, für unser Morgen. Die Ukrainer bezahlen dafür mit ihren besten Leuten, mit Menschenleben, mit zerstörten Familien, mit Traumata, mit verlorenen Jahren. Sie bezahlen dafür, dass unsere Kinder nachts nicht von Sirenen geweckt werden, dass wir nicht im Keller schlafen müssen, dass unsere Städte nicht unter Dauerbeschuss stehen. Das Mindeste, was wir tun können, ist, diese Realität nicht wegzuschieben. Nicht so zu tun, als wäre das ein Problem der Ukrainer. Europa könnte so viel von der Ukraine lernen. Die ukrainische Armee ist nicht nur einfach tapfer und resilient, sie ist einer der erfahrensten und kampferprobtesten Armeen überhaupt. 4 Jahre Volkskrieg gegen eine der größten Militärmächte der Welt. Eine Armee, die sich permanent anpasst, unter extremen Druck lernt und Innovationen hervorbringt. Nicht in militärischen Übungen, sondern unter realem Beschuss. Das gilt besonders für die Drohnenkriegsführung der Ukraine. Ukrainische Einheiten haben eine Expertise aufgebaut, die weltweit zu den relevantesten gehört. Nicht einfach nur als Spezialthema der Armee, sondern als zentrale Fähigkeit moderner Verteidigung. Die Ukraine bittet nicht nur um Hilfe, sondern hat längst etwas aufgebaut, das für ganz Europa entscheidend ist. Dort entsteht unter Feuer eine neue Sicherheitsarchitektur. Nicht auf Papier, sondern in realer Erfahrung. Ukrainische Drohnenabwehr, ukrainische Drohnenexpertise, ukrainische Verteidigung gegen Sabotage und Terror sind ein Teil der europäischen Sicherheit von morgen. Deshalb ist es so kurzsichtig, dass wir die Ukraine über Jahre behandeln wie einen Bittsteller, statt zu begreifen, dass sie ein zentraler Sicherheitsakteur Europas ist. Wie viel stärker und widerstandsfähiger wäre Europa, wenn wir diese Erfahrung vollständig integrieren würden? Wie sehr würde auch die NATO davon profitieren? Stattdessen sehen wir wieder dieses Zögern, wieder diese politische Angst. Aber nach diesem Krieg wird es für die Ukraine keine verlässliche Sicherheit geben, ohne klare, bindende Sicherheitsgarantie. Und für Europa wird es keine ernsthafte Sicherheitsordnung geben, wenn man die kampferprobteste Verteidigungserfahrung unseres Kontinents an der Tür stehen lässt. Es ist so leicht, gegen Waffen zu sein, wenn dein eigenes Leben nicht betroffen ist. Es ist leicht, Diplomatie zu fordern, wenn du nicht nachts im Keller sitzt und darauf wartest, ob die nächste Rakete vielleicht dein Haus trifft. Wir reden aus einem Privileg heraus, das wir oft nicht einmal mehr wahrnehmen. Als ob die Ukrainer keine Pazifisten wären. Als ob die Menschen dort Krieg wollten. Als ob sie nicht einfach leben, arbeiten, Kinder großziehen, schlafen, lieben, Zukunft planen wollten, ohne Krieg. Die Menschen in der Ukraine sind nicht weniger pazifistisch als wir. Aber sie haben diesen Krieg nicht gewählt. Sie wurden angegriffen, sie wurden gezwungen, sich zu verteidigen. Und wer in so einer Situation pauschal gegen Waffenlieferungen argumentiert, argumentiert in Wahrheit nicht gegen Krieg, sondern gegen die Verteidigung der Angegriffenen. Ich bin gegen Waffen bedeutet in Wahrheit, dein Leben ist der Preis für mein gutes Gefühl. Man will sich selbst als friedliebend erleben und nimmt dafür in Kauf, dass andere den Preis bezahlen. Wir sagen oft, wir seien müde. Müde von den Bildern, müde von den Nachrichten, müde vom Krieg. Aber diese Müdigkeit ist nicht harmlos, sie ist fatal. Sie führt nicht zum Frieden, sondern zur Resignation vor dem Bösen. Und Resignation vor dem Bösen sendet ein Signal an Putin und an alle, die so denken wie er. Es funktioniert.
Es funktioniert, wenn man nur brutal genug ist und nur lange genug wartet, bis freie Gesellschaften müde werden. Es funktioniert, wenn man Städte zerstört, Menschen ermordet, Kinder entführt und darauf setzt, dass die anderen irgendwann lieber wegsehen, als zu handeln. Deshalb ist diese Müdigkeit so gefährlich, weil sie nicht nur diesen Krieg verlängert, sie bereitet auch den nächsten gleich vor. Wer heute glaubt, man könne diesen Krieg zuverlässig beenden, indem man die Ukraine teilt, wiederholt einen der ältesten europäischen Selbstbetrüge. Europa hat es schon einmal versucht, Frieden mit der Preisgabe der Tschechoslowakei zu bezahlen. Ich meine damit das Münchner Abkommen von 1938, als Großbritannien und Frankreich die Preisgabe des Sudetenlands akzeptierten, weil sie glaubten, Hitler so beschwichtigen und einen größeren Krieg verhindern zu können. Es war eine Illusion und sie endete in einem größeren Krieg. Wenn wir heute wieder anfangen, Frieden mit Land zu bezahlen, bezahlen wir den nächsten Krieg gleich mit. Der Preis eines Deals darf nicht sein, dass wir in ein paar Jahren wieder hier stehen, uns wieder rechtfertigen, wieder Verantwortung verschieben und wieder Schuldige suchen. Die Ukraine ist bereit für einen Frieden, aber einen echten. Für sie, für Europa, aber nur mit Würde. Nur so, dass Russland lernt, dass dieses Verbrechen keinen Gewinn bringt. Europa spielt so gerne den Lehrer der Welt. Wir belehren andere Regionen, sprechen in großen Sätzen über Krieg und Frieden, Ordnung, Völkerrecht, Humanität und Verantwortung. Aber wir waren nicht einmal fähig, einen Krieg auf unserem eigenen Kontinent zu stoppen. 4 Jahre auf europäischem Boden. Und wir tun so, als hätte all das keine Konsequenzen für unsere Glaubwürdigkeit. Wir haben es nicht einmal geschafft, die Angegriffenen so konsequent zu unterstützen, wie es nötig gewesen wäre. Militärisch, nicht nur in Worten, nicht nur auf Papier. Papier hält keine Rakete und keine Drohne auf. 4 Jahre Krieg sind absoluter Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn ist nicht nur eine ukrainische Tragödie, er ist ein europäischer Offenbarungseid. Das muss endlich in unser Bewusstsein zurückkehren. 1451 Tage Vollkrieg. Länger als der Krieg an der Ostfront zwischen NS-Deutschland und der Sowjetunion. Und während wir diskutieren, bezahlen Ukrainer für unsere Sicherheit, für unseren Frieden, für unsere demokratischen Werte mit ihrem Leben. Dieser Wahnsinn wird nur dann normal, wenn wir ihn normal behandeln. Und es ist genug. Slava Ukraini, Heroim Slava.